Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es um das Verbauen oder das Tauschen einer Hupe. Ich werde das Ganze bei mir an meinem 79er Camaro machen. Bezüglich der Verkabelung ist bei mir normalerweise, wenn ich nachher irgendeine böse Überraschung auf mich wartet, ist normalerweise am Auto alles vorbereitet. Und ich habe mir hier mal zwei unterschiedliche Hupen gekauft. Eine etwas schlichtere Variante und eine etwas optisch ansprechendere Variante, auch von der Lautstärke etwas voluminöser. Ich habe jetzt hier zu Hause beide Hupen einmal getestet und habe mich dafür entschieden, diese Variante hier zu verbauen. Die ist wie gesagt optisch etwas ansprechender, macht aber für mich subjektiv auch den schöneren Ton. Wie gesagt, bei mir am Fahrzeug ist jetzt bereits alles verkabelt und normalerweise sollte es lediglich das Tauschen dieser Hubeinheit hier sein, also relativ straightforward und einfach. Ich dachte mir aber, vielleicht ist es ganz interessant, wenn ich euch, weil ich die ja zu Hause einmal getestet habe, die Hupen, sprich ich habe hier den ganzen Testaufbau bereits einmal gemacht mit der Verkabelung, dachte ich, ich zeige euch, wie das denn aussehen würde verkabelungstechnisch oder wie man das lösen kann, wenn man das mit einem Relais sozusagen selber am Auto installiert. Prinzipiell habt ihr, hätte ich jetzt gesagt, zwei Möglichkeiten, so eine Hupe zu verbauen. Einmal eben ohne Relais, einfach direkt über den Hupenschalter. Bedeutet, ihr schließt hier Plus Minus an die Hupe an und entweder Plus oder Minus wird dann eben durch den Hupenschalter getrennt. Ohne ein Relais. Also kommt immer ein bisschen drauf an, wie gesagt, je nachdem welches Fahrzeug ihr habt, wie die Gegebenheit ist, aber prinzipiell könnt ihr letzten Endes einfach hier einen Schalter dazwischen hängen, in dem Fall dann eben den Hupenschalter oder den Hupentaster, und wenn der ausgelöst wird, dann schließt sich eben der Stromkreis, ihr gebt Strom auf die Hupe und das Geräusch ertönt. Und wie gesagt, die andere Möglichkeit ist mittels Relais, das habe ich hier auch schon mal vorbereitet, wie gesagt, um eben die Hupen von der Lautstärke und dem Ton zu Hause einmal testen zu können, und das zeige ich euch jetzt einmal. So, jetzt haben wir hier das entsprechende Relais liegen. Es gibt da unterschiedliche Relais. Ich habe jetzt hier ein Relais, welches ich nutze, um das Öffnen oder Schließen des Stromkreises mittels Minuspol zu steuern. Bedeutet, die Hauptstromversorgung bzw. Plus wird hier sozusagen über Minus geschaltet. Bedeutet, das Relais sorgt dann dafür, dass der Plusstrom weitergeleitet wird, wenn es einen Minusimpuls bekommt. Hier oben oder beziehungsweise hier vorne an dem Relais findet ihr auch immer die Informationen, welche Leitung ihr wo anschließen müsst. Das heißt, die Anschlüsse hier unten, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera jetzt erkennen kann, auf jeden Fall sind die Anschlüsse hier unten auch entsprechend beschriftet. Ich hoffe, man kann das jetzt hier erkennen. Da ist dann eben, wie gesagt, die jeweilige Anschlussnummer aufgedruckt, immer neben dem jeweiligen Pin. Und was ich, wie gesagt, jetzt hier euch einmal zeigen möchte, ist, wie das dann nachher funktioniert. Dazu habe ich hier auf der rechten Seite, das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, ein relativ großes Netzteil, was bis zu 25 Ampere ausspucken kann. Denn so eine Hupe, die braucht dann schon auch ein bisschen Strom. Also sprich eben einfach eine etwas höhere Amperezahl. Mit einem normalen kleinen Netzteil bekommt ihr das nur schwer hin, dass ihr da einen vernünftigen Ton aus der Hupe rausbekommt. Ihr könnt natürlich trotzdem testen, ob eure Verkabelung funktioniert. Die könnt ihr aber auch testen, ohne einen Verbraucher anzuschließen, da das Relais, wenn es schaltet, immer ein Klickgeräusch macht. Und das möchte ich euch jetzt mal als erstes zeigen. Wir haben also hier von dem Relais abgehend zwei Leitungen, einmal Plus, einmal Minus. Lasst euch jetzt nicht von den Farben irgendwie beeinflussen. Die Farbe spiegelt in keinster Weise jetzt bei meinem Setup Plus oder Minus wider, denn ich habe einfach die Kabel verwendet, die ich halt jetzt hier noch so rumliegen hatte, denn das ist ja nur ein Test. Und dann haben wir hier zwei lose Enden. Ich habe jetzt keinen Schalter verbaut, das bedeutet, sobald ich die losen Enden miteinander verbinde, in dem Fall sind das beides Minusleitungen, wie gesagt, nicht wegen den Farben irritieren lassen. Ich habe hier einfach Reste verwertet für dieses Test-Setup. Wenn ich also die Minusleitung verbinde, dann wird über das Relais Plus geschaltet und der Stromkreis hier hinten ist dann geschlossen. Bedeutet, auf der Minusleitung liegt sozusagen immer Spannung an, ist auch ganz, sag ich mal, praktisch am Fahrzeug, da ja die Karosserie auch immer Minus hat.
Und Plus wird eben nur dazu gegeben, wenn das Relais schaltet. Jetzt gebe ich einmal Spannung auf mein Test-Setup und dann hoffe ich, können wir hören, wie das Relais schaltet, wenn ich die beiden losen Enden, also sprich den virtuellen Schalter, betätige. So, ich habe das Netzgerät jetzt mit dem Strom verbunden. Das Einzige, worauf ich jetzt eben achten muss, ist, dass meine beiden Enden, bei denen sozusagen nachher der Strom geschaltet wird, dass ich die hier voneinander entfernt sozusagen liegen lasse, dass da kein Kontakt entsteht. Und dann nehme ich meine beiden Minusleitungen und schalte dann einfach, indem ich hier Strom drauf gebe. Ich schalte jetzt das Netzgerät einmal ein. Jetzt ist also Strom auf dem Netzgerät und jetzt müssen wir einmal ein bisschen hören, was das Relais hier für ein Geräusch macht, wenn ich die Leitungen sozusagen verbinde. Also sprich, hier jetzt ein Minussignal drauf gebe, dann wird Plus geschaltet und das hört ihr, wenn im Relais dann nachher der Schalter zugeht. Achtung! Dieses Klickgeräusch, wie gesagt, bedeutet, dass hier der Stromkreis geschlossen wird. Jetzt hole ich mal noch die Hupe und zeige euch das auch noch ganz kurz mit der Hupe. Ich sage schon mal vorab, das wird laut. So, ich habe jetzt hier also die Hupe. Die werde ich jetzt einmal mit Plus und Minus verbinden. Netzteil ist jetzt noch aus. Hupe ist jetzt sozusagen mit dem Strom verbunden. Und was jetzt noch kommt, ist eben Strom auf das Netzteil geben und dann über die Minusleitung die Hupe sozusagen ansteuern. Wie gesagt, das wird jetzt relativ laut. Ich mache es auch nur ganz kurz, einfach nur, damit ihr das einmal gesehen und gehört habt. So ist prinzipiell das Setup und so könnt ihr eben dann später auch im Auto das bei euch verbauen. Relativ einfach. Jetzt geht es in Richtung Auto und ich verbaue die neue Hupe. So, jetzt sind wir hier im Auto angekommen und es ist natürlich wieder etwas komplizierter, als ich es mir initial vorgestellt habe. Hier vorne ist die Hupe. Ich denke, ja, man kann es ein bisschen schwierig erkennen, aber hier ist auf jeden Fall die Hupe, die ich gerne tauschen möchte. Ich habe jetzt schon versucht, mal zu messen, wo ist Plus Minus und dabei ist mir aufgefallen, wenn wir hier hinten hinschauen, da befindet sich noch eine Hupe und die hat einen ordentlichen, sehr, sehr ordentlichen Masseanschluss. Also hier ist Minus drauf auf der Karosserie und auf der Rückseite ist dann die Hupeneinheit befestigt und hier ist so ein kleines Pluskabel. Ich gehe mal davon aus, es ist Plus, denn wenn das Ding hier so ein dickes Minuskabel hat, irgendwo muss ja Plus herkommen. Und das ist dann das Pluskabel. Das heißt, das ist jetzt genau andersrum als bei meinem Beispiel, was ich eben gezeigt habe zu Hause. Da war es ja so, dass die Hauptleitung die Plusleitung war und die wurde über Minus gesteuert. Hier ist es jetzt so, die Hauptleitung ist Minus und das Ganze wird über Plus gesteuert. Ja, ich dachte eigentlich, es gibt nur eine Hupe, jetzt gibt es zwei. Ich muss mich jetzt hier mal auf die Suche machen, wo dieses Pluskabel herkommt, denn das kann ich aktuell noch nicht erkennen. Auf der Plusseite von der Batterie hier drüben geht kein kleines Kabel hin und das kleine Kabel verschwindet hier in so einem Kabelstrang. Das heißt, den werde ich jetzt einmal verfolgen, den Kabelstrang, und wenn ich rausgefunden habe, woher das Plussignal kommt, dann gebe ich euch die Information und später werden wir dann auch eben diese Hupe hier tauschen. Die da drüben, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch in Funktion ist, die werde ich aber jetzt erstmal an Ort und Stelle lassen. Zum einen, weil sie eben hier speziell verbaut ist und auf der anderen Seite, weil ich jetzt dafür gar keinen passenden Ersatz habe. Ja, wie gesagt, bis gleich. So, ich habe jetzt alles noch ein bisschen weiter zerlegt. Was ich rausgefunden habe, also ich werde jetzt nicht komplett rauskriegen, wo mein Plussignal herkommt. Das schaffe ich jetzt leider nicht. Das ist hier alles unterhalb des Kühlers. Da müsste ich jetzt die ganze Kühlerverkleidung und alles müsste ich abbauen, um da dran zu kommen. Das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel Aufwand. Aber ich denke, ich habe es soweit verstanden, dass ich das jetzt problemlos tauschen kann. Werden wir dann gleich sehen. Die alte Hupe, da habe ich jetzt hier schon rausgebaut. Die war, wie gesagt, hier befestigt. Nur mit einer Schraube. Und hier drüben hat es auch nochmal eine Schraube. Das heißt, ich könnte tatsächlich perspektivisch hier beide Hupen auch irgendwann verbauen. Dafür müsste ich dann aber diese Lösung hier drüben ausbauen. Und um die Lösung da drüben auszubauen,
muss ich noch weiter nachvollziehen, wo eigentlich jetzt das Triggersignal herkommt. Wie gesagt, hier drüben ist ja die dicke Minusleitung dran. Diese Leitung hier ist auch Minus, das habe ich auch rausgefunden, indem ich das einfach gemessen habe. Ihr seht ja hier das Voltmeter. So, und wenn ich jetzt hier mit dem Voltmeter messe, ich gehe hier an den Minuspol der Batterie direkt und ich gehe hier drüben an das Kabel, dann haben wir gar nichts. Das bedeutet, das hier ist auch Minus. Allerdings, ja, wundert mich das so ein bisschen, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das hier auch Minus ist, aber so ist es jetzt rein messtechnisch. Wenn ich jetzt hier Minuspol Batterie und das andere Kabel, was an der Hupe war, dann sehen wir, haben wir 12 Volt. Das bedeutet, das hier muss auf jeden Fall Plus sein, weil hier ja auf jeden Fall Minus ist. So, das heißt, also hier haben wir auf jeden Fall Dauerplus drauf, was ja auch jetzt nur bedingt gut ist. Wenn das an die Karosserie kommt, hätten wir ja einen Kurzschluss. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen anders gewünscht, aber ja gut, da ist jetzt eben hier Dauerplus drauf und hier drüben ist Minus, aber nicht dauernd. Das heißt, wir haben ja eben gemessen, Minuspol Batterie mit dem Kabel kam nichts, das heißt, das hier ist nicht Plus. Wenn ich jetzt aber Pluspol messe und das Kabel, bekommen wir auch nichts. Das heißt, da ist irgendwie nie ein Signal drauf. Beziehungsweise wahrscheinlich nur, wenn man innen drin die Hupe drückt, würde bedeuten, die Hupe ist über das Minussignal gesteuert. Aber dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso wir hier Dauerplus haben. Ja, wie gesagt, 100% schlau werde ich gerade nicht raus. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Nichtsdestotrotz, das hier ist Plus, das hier scheint Minus zu sein. Es hat ja vorher irgendwie funktioniert, bedeutet, ich schließe jetzt hier einfach die neue Hupe an, probiere mal, was passiert und habe jetzt auf jeden Fall wieder was auf meiner To-Do-Liste für irgendwann später, wenn ich hier das alles auseinandernehme, dass ich mal rückverfolge, wohin geht denn dieses Minuskabel, auf dem scheinbar nicht immer Minus ist. Und ja, irgendwie muss es ja dann eigentlich in den Innenraum führen und zum Hupenschalter. Ja, wie gesagt, ist dann was eine Aufgabe für wann anders. Für jetzt, wie gesagt, alte Hupe raus. Ich werde jetzt die neue Hupe installieren und dann die Kabel verbinden und dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob es funktioniert oder ob es irgendwo einen Kurzschluss gibt. Bis gleich. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen, also beziehungsweise ich habe die Kabel, die ich gelöst habe, jetzt wieder verbunden. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, was irgendwie auch Sinn macht, ich habe es momentan im Kopf noch nicht komplett richtig zusammengepuzzelt bekomme. Ich habe ja eben gemessen und dabei herausgefunden, dass auf der Leitung vermeintlich Plus liegt. Ich sage jetzt vermeintlich, denn ich habe eben gemessen, als die Batterie getrennt war. Also sprich die Batterie, der Minuspol der Batterie war nicht mit der Karosserie verbunden. Und wenn ich dann messe Minuspol Batterie zu diesem Kabel, bekomme ich Plus. Also beziehungsweise dann fließen 12 Volt, sprich weil hier ja Minuspol ist, muss demzufolge hier Plus sein. Jetzt habe ich das Ganze nochmal gemessen, wenn ich die Batterie mit der Karosserie verbinde, also sprich den Minuspol mit der Karosserie verbinde und wenn ich dann nochmal messe zwischen Batterie Minus und diesem Kabel, bekomme ich nichts mehr. Da muss ich dann messen zwischen Batterie Plus und diesem Kabel und dann habe ich wieder 12 Volt, sprich wenn ich die Batterie mit der Karosserie verbinde, ist auf dem Kabel hier Minus und wenn ich die Batterie abklemme, ist auf dem Kabel hier Plus. Wie gesagt, so richtig verstehe ich es gerade noch nicht. Also das ist echt was, da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken zu Hause. Ob das so richtig ist, ob da irgendwo ein Relais sitzt, was dieses Verhalten verursacht oder... Also wie gesagt, so ganz bekomme ich gerade meinen Kopf noch nicht darum. Wenn einer sich da von euch gut auskennt, gerne was in die Kommentare schreiben. Momentan habe ich so ein bisschen, ja, bin ich einfach nur so ein bisschen irritiert, wieso das so ist. Ich verstehe es gerade nicht genau. Aber wie gesagt, sei es drum. Ich werde jetzt hier die neue Hupe verbauen und dann schaue ich einfach, ob es funktioniert. Also bis gleich.
kurzer Test, nicht, dass mir das um die Ohren fliegt hier. Wo ich jetzt noch nicht so ganz mit zufrieden bin, ist mit dieser Lösung hier. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber das ist ein Kabel mit einem Stecker, wo dann am Ende ja so eine normale Krimmklemme drauf ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Krimmklemmen habe. Das schaue ich mal noch schnell, weil wenn ich welche habe, würde ich gerne diesen Stecker loswerden, denn der macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Das ist auch wieder nur ein zusätzlicher Übergangswiderstand, beziehungsweise irgendwas, was korrodieren kann. Ja, das schaue ich jetzt mal kurz, weil dann würde ich das in dem Zug noch tauschen. Bin gleich wieder an Ort und Stelle. So, ich habe geschaut. Natürlich habe ich hier jetzt keinen Stecker. Zu Hause habe ich lauter von diesen Kfz-Steckern rumliegen, hier in der Garage wieder nicht. Das ist auch so eine Sache, das macht mir momentan noch ein bisschen zu schaffen. Also auch das muss ich dann beim nächsten Mal fixen. Hier muss ich also noch mal ran. Wie gesagt, ich würde es ja eh gern verstehen. Wenn einer von euch eine Idee hat, wie gesagt, ich verstehe es gerade nicht. Vielleicht komme ich zu Hause drauf. Momentan ist mir aber ein Rätsel, wieso sich die Polarität da an der einen Stelle immer wieder ändert. Genau, jetzt habe ich die beiden Stecker hier verbunden. Das war jetzt ein bisschen schnell. Ich hole die Hupe noch mal raus. So, hier habe ich jetzt die beiden Stecker verbunden. Wie gesagt, das hier mache ich nochmal neu. Auch das Kabel werde ich den Stecker nochmal neu machen und hier oben drüber mit Schrumpfschlauch das Ganze dann isolieren. Leider habe ich, wie gesagt, jetzt hier in der Garage keine von diesen klassischen Kfz-Steckern. Die liegen alle zu Hause. Wie gesagt, ich habe ja jetzt angefangen, hier relativ viel in die Garage umzuziehen, aber halt noch nicht alles. Und das sind dann immer wieder so Sachen, die einen dann auffallen. Dass eben Dinge noch zu Hause liegen und nicht hier und umgekehrt. Umgekehrt hatte ich es auch schon, dass ich Sachen hier in der Garage hatte und zu Hause gebraucht. Ja, gut. So ein paar Stecker, die kosten nicht die Welt. Da werde ich mir einfach noch ein Set bestellen. Hier für die Garage. So. Das ist fest. Schauen wir nochmal von der Seite. Kabel sehen gut aus. Genau, dann hätte ich gesagt, ich gebe hier mal wieder Strom auf die Karosserie und dann setze ich mich einmal kurz rein und werde einmal die Hupe betätigen. Könnte gegebenenfalls wieder etwas lauter werden, wobei diesmal ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich habe das Mikrofon bei mir an der Jacke dran und dann dürfte das eigentlich nicht so laut werden. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Jetzt gebe ich mal Strom drauf. So, Zündung ist an. Ja, funktioniert. Okay, hatte also nur zu leicht gedrückt. Gut, wunderbar. So. So einfach in Anführungszeichen kann es gehen. Oder eben nicht. Ja, also prinzipiell funktioniert es. Neue Hupe ist verbaut. Nichtsdestotrotz werde ich hier auf jeden Fall noch mal ran müssen. Einerseits wegen der Stecker und andererseits wegen der zweiten Hupe hier unten. Wie gesagt, ich hätte gerne beide Hupen hier, damit ich habe ja 2 Stück davon. Das heißt, die andere hätte ich gern auch dort. In dem Zug muss ich aber hier alles auseinandernehmen, die Kabel verfolgen. Ich vermute, dass die eine Leitung, die eben das Steuersignal gibt, dass die irgendwo ja, hier außen entlang geht, Richtung Fahrerseite. Und ja, dafür muss ich auf jeden Fall hier reingucken, denn die Kabel sind sehr schön verlegt in einem entsprechenden Kabelschlauch, aber dadurch kann ich sie jetzt eben schlecht nachverfolgen, sprich ich muss es alles auseinandernehmen. Habe jetzt hier auch keine Zange, das fehlt auch noch. Muss mir auch noch ein kleines Set Zangen kaufen, damit ich hier in der Garage auch Zangen habe. Und wie gesagt, Stecker brauche ich ja noch, so ein kleiner Steckerkasten. Ja, aber generell, ihr habt jetzt gesehen am Anfang des Videos, wie man so ein Hupen-Setup mittels Relais verkabeln kann. Vielleicht werde ich auch tatsächlich hier dann auch nochmal, wenn ich rausgefunden habe, wo die Leitung hingeht, das Ganze hier drin auch nochmal eben mit so einer Relaisschaltung machen. Ich weiß nämlich nicht, ob hier jetzt irgendwo ein Relais sitzt. Ich habe zumindest nie was klicken gehört, aber die Hupe ist auch relativ laut. Aber wie gesagt, wenn ich das rausbekommen habe, werde ich gegebenenfalls auch hier drin eine Schaltung mit Relais verbauen. Dann werde ich die Hupe da unten entfernen. Die zweite Hupe setze ich dann auch hier hin.
Und ja, dann Batterie ist ja hier vorne, da komme ich ja gut ran und brauche ja nur das Steuersignal, was ich dann eben, das kann ich ja wiederverwenden, halt irgendwo noch ein Relais hinsetzen und fertig. Denn das wäre mir eigentlich am liebsten, wenn ich das wie zu Hause gezeigt einfach sozusagen auch minusgesteuert verbinden könnte. Dann würde ich hier das eben entsprechend vorbereiten. Aber das ist dann was für ein anderes Video. Wie gesagt, normalerweise relativ einfacher Prozess, wenn ihr schon eine Hupe habt, die einfach zu tauschen. Auch hier, gerade bei so ja, einfachen Bauteilen am Auto, ist es immer nur plus minus. Lediglich herauskriegen muss ich jetzt noch bei mir, wieso da wie gesagt die Polarität wechselt bei dem einen Kabel, je nachdem, ob die Karosserie unter Spannung steht, also sprich mit der Batterie verbunden ist oder nicht. Das kriege ich aber noch raus. Dann gibt es irgendwo ein anderes Follow-up-Video vielleicht dazu. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie ich dazu komme. Ja, ich hoffe, trotzdem war was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, prinzipiell kann hier eigentlich nicht viel schief gehen. Ihr habt ja einen Verbraucher dazwischen, also Kurzschluss oder so kann eigentlich nicht entstehen. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, wenn eben die Plusleitung dauerhaft mit Plus versorgt wird, dass ihr hier nicht irgendwo eine offene Stelle habt, weil die Karosserie ist ja immer Dauerminus und wenn ihr dann eine Plusleitung habt, auf der immer Dauerplus drauf liegt, ist das nicht so geil. Dann kann es halt schnell einen Kurzschluss geben. Wenn der Kurzschluss entsteht, wenn ihr die Hupe betätigt, ist das nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Das ist dann auch nicht schön, aber nicht ganz so schlimm, wie wenn ihr jetzt einen Dauerkurzschluss irgendwo habt. Dann fackelt euch das Kabel ab, das fängt an zu brennen, wie auch immer. Also das ist dann immer ein bisschen kritischer. Deswegen ist auch immer ganz schön, wenn man so eine Schaltung verbaut, dass man dann sozusagen eigentlich immer nur Dauerminus hat und Plus nur dazu schaltet. Das ist eigentlich, hätte ich gesagt, die sicherste Lösung. Da muss man dann eben auch schauen, dass man das Relais und die Kabel zur Hupe eben möglichst so wählt, dass ein relativ kurzer Weg ist, wo sozusagen die Plusleitung verläuft, damit eben wenig Gefahr besteht, dass da irgendwo ein Kurzschluss kommt. Aber ja, prinzipiell kann da eigentlich, wie gesagt, nicht viel passieren. Wie gesagt, das war's. Ich hoffe, es war was, wie gesagt, Hilfreiches für euch dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.